Hi, wir sind Sven und Amandine und diesmal geht es mit dem Jimny in den Balkan mit Reiseschwerpunkt auf Albanien und Montenegro. Wir sind zunächst von Kempten nach Venedig gefahren, dann haben wir die Fähre genommen und sind von dort nach Igoumenitsa im Norden von Griechenland gefahren. Von Igoumenitsa fuhren wir nach Ksamil, dann weiter zum Blue Eye und Gjirokastra, von dort zum Ohridsee, dann nach Peshkopi, weiter nach Valbona, dann mit der Fähre nach Koman und weiter nach Shkodra. Hier überquerten wir die Grenze nach Montenegro. Von dort fuhren wir bis zum Skadarsee, dann die Küste entlang zur Bucht von Kotor. Danach ging es ins Dumitorgebirge und dann über die Grenze nach Bosnien. Von hier fuhren wir über Kroatien, Slowenien und Österreich wieder nach Hause. Und so steigen wir in das Reisevideo am Hafen von Venedig ein. Während die Fähre noch mit Vorbereitungen beschäftigt war, verbrachten wir unsere Zeit mit Mittagessen. Natürlich typisch italienisch mit Pizza. Kurz darauf fuhren wir mit dem Jimny auf die Fähre und die 24-stündige Fahrt nach Igoumenitsa konnte starten. So, ich bin fertig. Also wir sind fertig mit Bettenrichten. Sven wird heute Nacht hier schlafen, also zwischen den Sitzen. Und Genau. ich werde heute Nacht hier schlafen. Nach einer mehr oder weniger bequemen Nacht, einem mittelmäßig guten Frühstück, aber dafür einer lustigen Runde Siedler von Katan mit anderen Passagieren, kamen wir schließlich in Igoumenitsa gegen 19 Uhr an. Vom Hafen fuhren wir dann zu unserer ersten Unterkunft nach Süvota. So, hi du. Sven und ich sind jetzt gerade in der Unterkunft angekommen. In Süvota ist das. Sie heißt Anetta Studios, genau. Und es ist mega, mega schön hier. Ich liebe es total. Wir haben einen eigenen Stellplatz. Also Auto steht hier unter so einem schönen Olivenbaum. Und unsere Unterkunft, in der wir schlafen, ist gleich hier. Am nächsten Morgen besichtigten wir kurz die Stadt und fuhren dann zum Strand. Danach fuhren wir weiter die Küste entlang über die albanische Grenze nach Ksamil. Von der albanischen Grenze fuhren wir über die Fähre von Butrind vollends bis nach Ksamil. Also guten Morgen. Wir sind jetzt gerade aufgewacht, naja, ein bisschen so vor einer Stunde. Und es ist einfach jetzt schon richtig, richtig warm. 8 Uhr morgens und es hat gefühlt schon 30 Grad. Das ist richtig krass. Und wir gehen jetzt erstmal frühstücken, bevor es dann heute in die Berge geht. Ja, wir freuen uns schon sehr drauf. Es war jetzt unsere letzte Nacht in der Unterkunft und jetzt werden wir dann auch im Dachzelt schlafen. Jetzt freuen wir uns aber erstmal aufs Frühstück. Ich habe richtig Hunger. Und fürs Abendessen musste dann auch gleich vorgesorgt werden. Mit frischem Gemüse und frischem Fisch direkt vom Meer.
Also wir sind jetzt am Blue Eye angekommen und wir sind echt maximal erstaunt, wie viel hier los ist. Also es ist echt Der ganze Parkplatz unbegreifbar. ist Also voll. der ganze Parkplatz ist voll und irgendwie haben wir jetzt schon auch gedacht, dass Albanien noch etwas unbekannter ist. Und das ist jetzt ein riesen Parkplatz. Es wirkt ein bisschen wie auf Island, muss man echt sagen. Ja, wird Zeit, dass wir in die Berge kommen, dass wir dann mal weg sind von den touristischen Orten. Genau, ich glaube auch, dass es einfach daran liegt, dass es halt auch so der bekannteste Spot ist irgendwie in Albanien, dieses Blue Eye. Deshalb, ich bin eigentlich jetzt noch sehr optimistisch, dass der Rest untouristisch wird. Dass es wirklich jetzt nur hier so touristisch ist. Das Blue Eye erreicht man nach etwa 30 Minuten vom Parkplatz über eine geteerte Straße oder mit dem Touristenzug. Es ist eine unterirdische Quelle, das aufgrund der Tiefe und den umliegenden Algen wie ein blaues Auge aussieht. Nach einer weiteren Stunde Fahrt erreichten wir die Festung von Gjirokasta. Hier kann man die beeindruckende Burg anschauen, erfährt mehr über die kommunistische Geschichte und hat eine spektakuläre Sicht auf das Tal und die umliegenden Berge. Danach suchten wir uns einen wilden Stellplatz, bauten aufgrund des Regens das Pavillon auf und kochten unsere am Morgen gekaufte Dorade mit Gemüse im Omnia. Frühstücken, Zähne putzen, aufräumen, Wasser auffüllen und los geht's in den nächsten Tag. Nächster Halt, Wasserfall. Von einem Parkplatz in den Bergen starteten wir eine kurze Wanderung von etwa 2 Stunden zum Sopotit-Wasserfall. Danach ging es wieder zurück zum Auto und wir starteten unsere erste längere Offroad-Strecke durch die Berge und Schluchten von Albanien. Tja, wer hat gedacht, jetzt kommen die Max-Trucks doch in Einsatz. Ja, und der Hang ist hier irgendwie abgerutscht und da es ziemlich abschüssig ist hier an dieser Stelle, graben wir jetzt lieber sicherheitshalber noch ein bisschen aus und machen die Max-Trucks dahin. Ja, und hoffen, dass wir durchkommen. Jetzt wieder ein bisschen rechts bleiben, nicht mehr so stark links, sonst kippst du.
Vom Ende der Offroad-Strecke fuhren wir dann rund um den Oritzsee zum Campingplatz. Wir sind jetzt am Campingplatz angekommen. Heute Nacht zur Abwechslung mal nicht wild campen, sondern wir schlafen heute Nacht auf dem Campingplatz. Weil es gibt nicht so viele schöne Stellplätze rund um den Oritzsee, wo man frei stehen kann. Vielleicht gibt es auch irgendwo noch einen, aber wir waren noch so müde jetzt vom Autofahren und vom Offroadfahren. Die Straße läuft ja auch quasi direkt an dem See entlang, da gab es irgendwie keinen schönen Ort. Genau. Und deshalb haben wir gesagt, gehen wir in den Campingplatz. Und der ist zwar ziemlich voll, aber wir haben Glück gehabt und noch einen Stellplatz bekommen, wo vielleicht kommt ja noch jemand bis heute Abend, weil es ist ja erst 16, 17 Uhr, ich weiß es gerade gar nicht. Kann schon sein, dass jemand noch kommt, aber wir stehen auf jeden Fall gerade eigentlich relativ einsam noch an unserem Platz. Nach einem erfrischenden Bad im See und dem Wäschewaschen gab es noch Abendessen und wir ließen den Tag entspannt ausklingen. Am nächsten Morgen verließen wir den Oritzsee und fuhren über einen kurzen Abstecher in Nordmazedonien durch Dörfer, die mal mehr oder weniger schön waren, durch sehr schöne Wälder und an Seen vorbei, weiter nach Peškopi. Nach unserer Ankunft im Hotel Thermal machten wir uns auf den Weg, noch ein bisschen die Gegend zu erkunden. Wie auch schon der Hotelname sagt, gibt es in der Gegend um das Hotel Thermal heiße Quellen und Schwefelbäder, die kostenfrei verwendet werden können. Hier lernten wir auch eine nette albanische Frau kennen, die uns auch die anderen versteckten Becken und das hochmoderne Spa der Stadt Peškopi zeigte. Danach aßen wir noch im Restaurant typisch albanisch, bevor es zurück ins Hotel ging. So, wir haben uns jetzt gerade auf den Weg gemacht, auf den Mali Igramas. Es ist jetzt schon, obwohl 10:30 Uhr ist, brutal heiß. Gefühlt jetzt schon 30 Grad. Ja, ist echt krass. Wir schwitzen jetzt schon komplett. Der Aufstieg hat noch nicht mal begonnen. Aber es wird cool. Wir freuen uns. 1700 Höhenmeter. Ja. Unsere Tour startete direkt vor unserem Hotel und führte uns über geteerte Straßen zunächst bis zum Ort Bilove. Von dort führte unser Weg an einigen Feldern und Wiesen vorbei bis zu dem Ort Cerjan. Nachdem wir Cerjan hinter uns gelassen hatten, führte uns der Pfad weiter bergauf, Schritt für Schritt dem Gipfel entgegen. Währenddessen zogen immer mehr Wolken auf und in der Ferne begann es schon zu gewittern. Daher entschieden wir uns, wieder ein paar Meter abzusteigen und unser Lager für die Nacht in einer verfallenen Hütte am Wegesrand aufzubauen. So, es hat angefangen zu regnen. Nur ganz bisschen noch. Aber ich glaube, das wird demnächst anfangen zu schütten. Das Zelt ist aber aufgebaut. Sind wir jetzt geschützt vor Blitzen und vor Regen hoffentlich. Es regnet. Oh ja. Und wie? Aber wir haben ein Haus und ein Zelt. Ist doch ganz gut beschützt, glaube ich. Und die gute Neuigkeit ist, ich glaube, bei dem Gewitter kommen keine Bären. Nein. Der nächste Morgen. Da der Weg zum Gipfel noch relativ weit war und wir den Abstieg ja auch noch am selben Tag machen wollten, stiegen wir nicht wie ursprünglich geplant zum Gipfel des Mali Igramas auf, sondern liefen nur bis zum Grama Pass. Die Rucksäcke haben wir in der Zwischenzeit in der Hütte gelassen. Grama Pass! Grama Pass! Grama Pass! Geschafft! Ja! Erste! Ah. Cool! Okay, ich bin ein bisschen außer Atem, aber geschafft. Das ist wunderschön. Und Sven hat es auch fast geschafft.
Nachdem ich es dann auch irgendwann geschafft hatte, gab es noch ein paar Belohnungsbilder, bevor wir wieder den Abstieg auf demselben Weg zurück zum Hotel gingen. Hier besuchten wir noch einmal unsere Lieblingsquelle und packten anschließend im Hotel unsere Sachen für den nächsten Tag. Nach unserer Zeit in Peschkopi wurde es mal wieder Zeit, den Jimny statt unseren Beinen zu nutzen und weiter Richtung Norden zu fahren. Obwohl die Straße Richtung Kukës als Hauptstraße eingezeichnet war, wurde aus Teer Stück für Stück Kies und die Straße verwandelte sich in eine Offroad-Strecke. Da ist einfach eine Schildkröte auf unserem Weg. Wir sind jetzt gerade hier die Straße entlang gefahren und wollten gerade weiterfahren und zum Glück hat zwar noch die Schildkröte gesehen, sonst hätte es sein können, dass ich eventuell über die Schildkröte drüber fahre. Ich hoffe, ich kann es noch filmen. Ich laufe jetzt da mal hin. Nach einigen weiteren Schildkröten, die beinahe überfahren wurden, besonders tiefen Schlammpfützen und Gebirgspässen, steuerten wir einen unglaublich schönen Stellplatz zwischen den Bergen an. So, wir sind jetzt irgendwo zwischen Peschkopi und Kukës. Wir fahren gerade die N07, wenn man das Buch von der Pistenkuh hat. Und wir sind, es war so 16 Uhr und da haben wir gedacht, gut, es ist so schön hier, lass einfach hier bleiben. Wir hätten zwar schon noch ein bisschen weiterfahren können, so, aber es ist einfach richtig, richtig toll hier. Wir sind dann direkt am Fluss. Ich bin gerade im Fluss, es ist die Black Drin, glaube ich, heißt der Fluss. Und ja, es ist einfach atemberaubend schön. Und da dachten wir, bauen wir hier unser Camp auf und bleiben hier für die Nacht. Bis auf einem Schafshirte mit seiner Herde war weit und breit keine Menschenseele und so konnten wir den Abend richtig genießen. Den Fluss heruntertreiben, die Gegend mit der Drohne auskundschaften und natürlich durfte ein leckerer Nudelauflauf für einen perfekten Abend nicht fehlen. Wie es im Campingleben halt so ist, braucht die Vorbereitung und die Kochzeit doch einiges mehr an Zeit wie zu Hause. Das kann nach einem Tag voller Erlebnisse auch manchmal etwas anstrengend sein. Der nächste Morgen. Nachdem wir seit dem Vortag die schöne Kulisse mit der rostigen Brücke im Hintergrund hatten, ist nun der Zeitpunkt gekommen, sie zu überqueren. Die Offroad-Strecke führte uns über Passstraßen weiter durch weitgehend unbesiedelte Gebiete bis kurz vor Kukës. Von dort ging es dann weiter auf Teerstraßen bis in die albanischen Alpen in das Valbona-Tal. Wir fuhren an der Mündung von der Black und White Drin zu Drin und an freilaufenden Rinderherden vorbei. Bis wir schließlich im Valbona-Tal einen sehr schönen Campingplatz, der an kristallklaren Bergflüssen liegt, entdeckten und dort die Nacht verbrachten. Vom Campingplatz aus fuhren wir am nächsten Tag weiter durch das Valbona-Tal und bewunderten die beeindruckende Bergkulisse. Nach dem Ende der Teerstraße fuhren wir weiter durch das Flussbett bis zum Ort Ragam. Die Straße durch das Flussbett gehört eigentlich zu der Wanderung von Valbona nach Teth. Aber wer läuft schon, wenn man auch fahren kann? Von Ragam aus mussten aber dann auch wir zu Fuß weiter. Die Wanderung zwischen Teth und Valbona oder andersherum ist wahrscheinlich die bekannteste Wanderung in ganz Albanien und ein beliebtes Backpacker-Ziel. Wir entschieden uns vom Valbona-Tal aus bis zum Sattel zu laufen und denselben Weg zurück, da unser Auto ja auf dieser Bergseite auf uns wartete. Vom Sattel aus konnten wir die schöne Aussicht auf beide Täler bewundern. Auf dem Rückweg wurden wir dann von einigen Pferden und Eseln überholt. Also wem sein Gepäck zu schwer ist, der kann das die Tiere schleppen lassen oder halt einfach weniger mitnehmen.
Unterwegs machten wir dann noch einen Abstecher zum Rogami-Wasserfall, bevor es dann mit dem Auto zum Stellplatz für die Nacht ging. So, guten Morgen. Also letzte Nacht war ziemlich beschissen. Ich hatte irgendwie Magen-Darm-Infekt oder ich weiß nicht wirklich, was es war. Auf jeden Fall habe ich die ganze Nacht durchgekotzt. Ja, und ihr könnt euch vorstellen, das ist im Dachzelt nicht so geil, dass man dann immer runter muss und so. Ja, aber jetzt fühle ich mich ziemlich geschwächt, aber ich fühle mich auf jeden Fall besser. Also Übelkeit ist eigentlich so gut wie weg. Hoffentlich bleibt es nur, dass es diese Nacht war und nicht über längere Tage, weil man will ja noch im Urlaub was erleben. Kurz darauf infizierte ich mich mit derselben Krankheit, sodass die folgenden Tage nun etwas kürzer zusammengefasst werden. Trotz Magen-Darm-Beschwerden wollten wir die bereits gebuchte Fähre von Fiace nach Koman bekommen. Die Fähre von Fiace nach Koman führt über den aufgestauten Fluss Drin. Die Fahrt dauert in beide Richtungen etwa 3 Stunden. Währenddessen kann man die Landschaft, die an einen Fjord in Norwegen erinnert, bestaunen. Von Koman fuhren wir zunächst nach Shkodra und dann weiter zum Skadasee. Hier hatten wir uns eine Unterkunft gebucht, damit ich weiter meine Krankheit auskurieren konnte. Amundin ging es in der Zwischenzeit schon wieder besser. So, ich habe jetzt total schlechtes Gewissen, aber ich lasse jetzt Sven mal hier, damit er sich auskurieren kann und ein bisschen schlafen kann. Ich habe jetzt die Wäsche gewaschen. Sehr praktisch, habe ich jetzt hier aufgehängt. Und ich gehe jetzt eine Runde an See. Baden. Ich habe jetzt mein Walkie-Talkie dabei. Sven hat das andere Walkie-Talkie, dann können wir im Austausch bleiben, weil das mit dem Handy immer nicht so gut funktioniert. Ja, das heißt, ich freue mich schon, aber ich finde es auch sehr schade, ohne Sven hinzugehen. Am nächsten Morgen ging es mir wieder etwas besser und wir beschlossen, mit unserem Gastgeber eine Bootstour über den Skadasee zu machen. Unterwegs gab es viele Vogelarten zu sehen, darunter auch Pelikane, von denen wir nicht erwartet hätten, dass es die in Europa gibt. Zum Abschluss der Bootstour gibt es hier noch einige Aufnahmen. Da es unseren Mägen nach der Bootstour wieder schlechter ging, haben wir den Nachmittag und die folgende Nacht in einem günstigen Hotel verbracht. Am nächsten Tag ging es uns zum Glück endlich wieder gut. Wir fuhren die Küste entlang und genossen die Aussicht auf das Meer, die uns dann recht schnell auch überzeugte, einmal reinzugehen. Unser nächster Halt war ein Aussichtspunkt mit direktem Blick auf die Insel Sveti Stefan. Die kleine Adria-Insel war ursprünglich ein Fischerdorf und wurde später in ein exklusives Hotelresort umgewandelt. Die Zimmerpreise beginnen bei etwa 700 € pro Nacht. Sveti Stefan ist über einen schmalen Damm mit dem Festland verbunden, der zugleich als Strand genutzt wird. Danach fuhren wir noch bis kurz vor die Bucht von Kotor und suchten uns einen Stellplatz an einer abgelegenen Stelle mit schöner Sicht auf die Lustiga Bay. So, wir sind endlich wieder gesund und können wieder durchstarten im Dachzelt. Und genau, jetzt nach 3 Nächten im Hotel schlafen wir jetzt endlich wieder im Dachzelt. Da freuen wir uns jetzt richtig drauf und wir haben einen mega schönen Stellplatz gefunden. Richtig toll. Wie gefällt dir unser Dachzelt, unser Stellplatz denn? Super, wunderschön. Eine richtig tolle Sicht auf die Bucht.
Also wenn ich mir vorstellen müsste, wie das Essen im Gefängnis schmecken würde, wäre es wohl ungefähr das. Mahlzeit. Ja, es ist wenigstens gut für den Magen, nachdem man Passt aber auch Krankheit gut war. mit den Blechtellern zusammen. Ja. Unser Knastessen. Ja, wir kommen ja gerade aus dem Knast, aus dem Norovirus-Knast. Naja. Heute Mittag haben wir Pizza gegessen. Und du Burger. Also, das ist doch schon ein bisschen heftig für den Magen. Das erste Mahlzeit wieder. Also heute Abend mal wieder was leicht verträglicheres für den Magen. Nach einer windigen Nacht fuhren wir für ein morgendliches Bad zum nahegelegenen Strand Plavi Horizonti Plaza. So geil, einfach da unten ist der offizielle Parkplatz von dem Strand. Und der kostet 5 Euro. Und einfach jeder hatte keine Lust, die 5 Euro zu zahlen. War einfach dahinter geparkt und die ganze Straße hier hoch. Was soll man sagen? Danach mussten erstmal die Wasservorräte aufgefüllt werden, bevor wir uns dann auf den Weg machten, die Bucht von Kotor zu umrunden. Besonders gut gefiel uns dabei die Umrundung der Halbinsel Firmak, da hier die Dörfer und Straßen einen authentischen Flair ausstrahlten. Je weiter es dann Richtung Kotor und auf die gegenüberliegende Seite ging, desto touristischer wurde es. Und auch die kleinen Sträßchen wichen einer zweispurigen Landstraße. Von der Stadt Perast aus besuchten wir mit einem kleinen Boot die Insel Goskva o Skribjela. Auf der Insel steht eine Kapelle, die 1457 erbaut wurde. Die Bootsfahrt kann bei lokalen Anbietern gebucht werden und dauert etwa 10 Minuten. Die Preise variieren je nach Anbieter und Verhandlungsgeschick. Danach fuhren wir eine kleine versteckte Passstraße hinauf und fanden einen traumhaften Übernachtungsplatz mit unglaublicher Sicht auf die gesamte Bucht von Kotor. Nachdem wir mit einer atemberaubenden Sicht aufwachten, stand für uns ein Fahrtag an, mit dem Ziel der Domitor Nationalpark. Zunächst ging es über Teerstraßen, vorbei an Dörfern und dem Slanosee. Nach einem kurzen Tankstopp ging es in abgelegenere Gebiete, über schmale Straßen, die dann schließlich in eine Offroad-Straße mündeten, bis in den Domitor Nationalpark. Das letzte Stück führte uns dann über den Sedlo-Pass nach Sabljak auf einen Campingplatz. Am nächsten Morgen machten wir uns auf den Weg auf eine zweitägige Wanderung. Unser Weg führte uns vom Campingplatz Ivando zunächst über gut ausgebaute Wege durch den Nadelwald immer in Richtung des Domitor Bergmassivs.
Danach folgte ein steiler Anstieg, der uns in eine Hochebene führte. Am Ende der Hochebene erreichten wir dann den Palineka, den höchsten Punkt der Tour. Von dort führte ein kaum sichtbarer Weg über Felsen und durch Büsche hinab zu einer verlassenen Berghütte, vor der wir im Zelt übernachteten. Am zweiten Tag wanderten wir unterhalb des Bobrudov Kuk, dem höchsten Berg Montenegros, entlang und entschieden uns aufgrund der Wetterlage nicht wie ursprünglich geplant, zurück nach Ivandau, sondern zum Sedlo-Pass abzukürzen. Vom Ende der Wanderung trampten wir zurück zum Campingplatz. Am nächsten Morgen besuchten wir den Cerno Jezero, den Schwarzen See, der gewisse Ähnlichkeiten mit dem Eibsee in Bayern hat. Danach verließen wir den Domitor Nationalpark und fuhren in Richtung der Grenze zu Bosnien. Der Weg hinunter vom Domitor Bergmassiv führt über eine schmale Passstraße mit vielen Tunneln und eröffnet sehr schöne Aussichten auf den Fluss Piva. Nach so schönen Aussichten musste dann aber auch noch ein Badestopp eingelegt werden. Das Wasser ist arschkalt. Aber es ist sehr schön hier. Okay, was man bei uns irgendwie wissen muss bei unserem Reisestil, irgendwie springen wir prinzipiell in jegliches Gewässer, was es gibt, was wir auf dem Weg finden. Man sieht, Amandine ist schon wieder im Wasser. Danach fuhren wir über die Grenze nach Bosnien und suchten uns einen Stellplatz für die Nacht. So, wir sind jetzt auf dem Weg zurück nach Hause leider und fahren jetzt als erste Etappe nach Mostar. Wir sind, ich glaube, 1 Stunde entfernt von Mostar und es war schon 18:30 Uhr und dann dachten wir, wir müssen jetzt mal anhalten und einen Stellplatz suchen. Jetzt haben wir hier diesen wunderschönen Ort gefunden, ne? Echt richtig toll, direkt am Fluss und eine richtig geile Aussicht außerdem noch. Genau, und morgen wäre der Plan, dass wir uns noch Mostar anschauen und dann fahren wir relativ straight zurück über Kroatien und so weiter zurück nach Hause. Und dann ist es das Ende dieser Reise, was richtig schade ist, weil ich könnte ewig jetzt noch hier draußen sein. Voll geil. Ich koche hier und Sven, du bist da. Ziemlich geil. Da es sich verklebt von lauter Schweiß meist nicht so gut schläft, war Amandine dann auch noch dran mit Duschen, bevor wir uns fertig machten für die Nacht. Am nächsten Tag hieß es Kilometerschruppen, da wir knapp 1300 Kilometer vor uns hatten, um zurück nach Kempen zu kommen. Damit wir nicht alles in einem Stück fahren mussten, legten wir noch auf dem Weg ein paar Zwischenstopps ein. Der erste Stopp war Mostar. Angekommen in Mostar drängten wir uns durch die Menschenmassen und Touristenshops, um die bekannte Bogenbrücke zu sehen. Wir waren beide etwas überrascht, dass Mostar so bekannt ist. Nach ein bisschen Suchen fanden wir dann aber auch etwas weniger überlaufene Ecken und so auch eine zweite Bogenbrücke, die wir quasi für uns allein hatten. In Kroatien machten wir dann noch einen Übernachtungsstopp und sprangen ein letztes Mal ins Meer, bevor wir dann bis nach Kempen durchfuhren.